Hallo, ich begrüße euch. Dieses ist mittlerweile das 11. Video zum Thema IT-Security, Datenschutz und Sicherheit. Es geht um die sichere Kommunikation, das ist extrem wichtig. Früher und heute, nur heute wird es eben mit anderen Mitteln gemacht. Dieses Video könnt ihr mit Untertiteln in über 100 Sprachen euch anschauen. Deutsch ist das, wie ich es vortrage, und da könnt ihr auch die Untertitel lesen, automatisch transkribiert, damit ihr sehen könnt, zu was künstliche Intelligenz imstande ist. Gibt es das, was ich hier spreche, nicht nur als deutsches Transkript, sondern auch als automatische Übersetzung in mehr als 100 Sprachen. Das Thema Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität, das ist wichtig, natürlich auch wichtig, wenn ihr euch entschließt, die Prüfung zum Thema Datenschutz beim Computerführerschein abzulegen. Das war auch schon früher wichtig. Ich habe hier eine Seite zitiert, ihr seht sie da oben. Jemandem Brief und Siegel geben, das bedeutet, jemandem etwas versprechen und fest zuzusichern. Und das ist wichtig, dass man das auch rechtssicher kann. Ohne die Merkmale haben Urkunden keinerlei Beweiskraft. Brief und Siegel, das war das, was früher zählte. Heute hat man das in der digitalen Welt fortgeschrieben. Die Signatur gibt es immer noch, nur das ist nicht mehr aus Wachs. Ich halte da im Bild rechts einen Adelsbrief hoch. Der ist etwa 150 Jahre alt. Das hier ist nicht das Original, das liegt wahrscheinlich in Tallinn in Estland im Museum. Das hier ist die beglaubigte Abschrift und die bekamen wir über Angehörige in Form einer Erbschaft. Das, was da wichtig ist, ist nicht, dass der Angehörige sich dann von Hagen nennen durfte, sondern mit dem Adelstitel war auch eine Rente verbunden. Damals gab es ja keine Rentenversicherung, aber wenn dann jemand vom Zaren den Adelstitel bekam, je nachdem welche Stufe das denn war, in welchen Orden er dazu verliehen bekam, war das eine Rente. In diesem Fall hier für einen, der Musiker und Lehrer war und 35 Jahre im Dienste des Zaren tätig war, der erhielt dann eine Rente, das waren damals etwa 100 Rubel im Jahr. Wichtig war, dass diese Urkunde rechtssicher war. Das kann man sehen, ich habe sie hier noch vorliegen. Da sehen wir sie hier. Hier unten das Siegel und ein Band und hier die Beglaubigung des Notars. Vertraulich war sicherlich, dass der Angehörige, der damals diesen Titel bekam, der bekam den zugestellt. Dass er authentisch war, das ist durch das Material und das Siegel und das Siegelbändchen sichergestellt und die Unterzeichnung des Notars, der die Abschrift bestätigt, dass das also alles seine Richtigkeit hat. Es musste auch sichergestellt sein, dass in dem Dokument keinerlei Verfälschungen stattgefunden haben. Das kann man dadurch machen, das haben wir ja früher bei den Geldscheinen oder haben wir auch heute noch, dass da Merkmale drin sind. Hier war das ein Wasserzeichen, dann war es spezielles Papier, dann hatte jede Seite so eine Marke, wie ich sie hier eingekreist habe. Und dann war natürlich auch klar, dass das Ganze von einer Hand handschriftlich verfasst wurde. Wenn da jemand mit einer anderen Handschrift was geändert hätte, wäre das aufgefallen. Und die letzte Seite, wo dann das Siegel auch mit dem Bändchen die Seiten zusammenhielt, das war dann das endgültige Merkmal, dass das also gültig ist. Das wollen wir auch heute sehen, dass es das in ähnlicher Form gibt. Ich habe hier das, was ihr in der Anlage findet. Das heißt, mit Anlage meine ich die Beschreibung zum Video. Die enthält einen Link zu einer Excel-Arbeitsmappe, die bei OneDrive gespeichert ist. Die könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr wollt. Das seht ihr hier oben auch. Ich habe sie hier im Browser geöffnet. Und da ist das, was ich hier zu diesem Kapitel zu sagen habe, dann zusammengefasst. Ich moderiere hier ja letztendlich die Quellen, die ich hier nenne. Ich fange hier mal an. Viele wollen ja nur
die Prüfung bestehen und da gibt es zu diesem Thema 1 oder 2 Prüfungsfragen beim Computerführerschein. Das könnt ihr leicht beantworten, falls ihr hier vom Schulträger oder vom Weiterbildungsträger die Herdunterlage bekommt. Die ist heute immer noch sehr weit verbreitet, Kapitel 9, Seite 74. Ich will sie jetzt nicht öffnen. Stattdessen gehe ich nochmal auf die Stelle von Easy4Me ein. Die steht ja jedem zur Verfügung. Ich klicke mal auf den Link hier und da sind wir auf der Seite zur IT-Security. Dort steht IT-Security Zusammenfassung und da sind wir auch schon in der Nähe des Abschnitts. Hier ist es 6. Kommunikation, E-Mail. Und dann steht hier am Anfang schon das, was wahrscheinlich auch in der Prüfungsfrage so ähnlich steht. E-Mails werden mittlerweile verschlüsselt versandt. Der Absender kann einfach gefälscht werden. Das ist standardmäßig so. Wenn ihr nichts Besonderes an Vorkehrungen trefft, dann kann der Absender gefälscht werden. Deshalb solltet ihr ja auch vorsichtig sein, wenn ihr E-Mails mit Anhängen und Links zugesendet bekommt, weil da kann Schädliches drin sein. Sicher ist die E-Mail nur dann, wenn sie verschlüsselt ist und hat auch noch eine digitale bzw. eine elektronische Signatur. Und so ein Muster sehen wir hier. Da ist also sowas abgebildet. Und das stellt sicher, dass Authentizität und Integrität gewährleistet sind. Diese Worte, die auch prüfungsrelevant sind, sind hier fett hervorgehoben. Und dann geht es hier weiter. Sollte man sich anschauen, ist ja nicht allzu viel. Ich will aber jetzt nicht länger hier auf Easy4Me eingehen. Das könnt ihr ja selbst lesen. Aber was ihr dann auch noch später anschauen solltet, ist, dass bei Skype, WhatsApp und Facebook Manager die Übertragung sicher verschlüsselt ist. Das heißt, Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt, da kann dann keiner, auch kein Geheimdienst, mal so schnell reinhacken und gucken, was ihr da mitteilt. Weil ab dem Moment, wo die Nachricht euer Gerät verlässt, ist sie verschlüsselt. Erst beim Empfänger, der kann sie wieder lesen und dann spricht man von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Habe ich jetzt schon mal vorweggenommen, weil das am Ende auch noch ein Punkt ist, wo ich drauf eingehe, die Arten der Verschlüsselung. Und ich will hier nicht mehr auf Easy4Me eingehen, sondern schließe das hier und bin dann wieder bei der Anlage zum Video, die ihr in der Beschreibung findet, die Excel-Arbeitsmappe. Da möchte ich jetzt die Materialien moderieren, die ihr nicht für die Prüfung lernen solltet, sondern einfach, weil es wichtiges Wissen ist im Zusammenhang mit Datenschutz und Sicherheit, vor allen Dingen dann, wenn ihr etwas anspruchsvoller Berufe habt, wo es darauf ankommt, dass sicher verschlüsselt und sicher kommuniziert wird. Da ist die beste Quelle, die ich zurzeit kenne, das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Da habe ich gerade mal drauf geklickt. Und da müssen wir wieder nach oben rollen, um die Überschrift zu sehen, verschlüsselt kommunizieren im Internet. Die einzelnen Abschnitte, die sind hier auch als Links präsent. Mit diesen Hervorhebungen habe ich mir aber den Vortrag leichter gemacht. Da steht hier im Anfang bezüglich der Mail: Die Kommunikation im World Wide Web findet generell und größtenteils unverschlüsselt statt. Damit ist gemeint, dass nur eine Transportverschlüsselung stattfindet, aber keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was am sichersten ist. Die Internetbenutzer, die sollten sich also mit allen Möglichkeiten auseinandersetzen. Wo es nicht besonders wichtig ist, da reicht das bisherige mit der Transportverschlüsselung, aber man muss eben immer darauf achten, dass man da nicht auf Links oder auf Anhänge klickt, weil die könnten einem untergeschoben werden bei diesem Verfahren. Da hat das BSI hier eine gute Analogie dargestellt, so wie wir im Augenblick per E-Mail kommunizieren. Das ist so ähnlich wie mit einer offenen Postkarte. Die kann auch an den Umschlagstationen gelesen werden. Das heißt, der Postbote, der könnte die einsehen oder da in den Verteilzentren. Und diesen Verteilzentren, diese entsprechen etwa dem E-Mail-Server unseres
Anbieters, unseres Providers, das kann T-Online sein oder GMX oder wer auch immer. Wer als Hacker dort ansetzt, wer also mit krimineller Energie dort zugreift, der kann diese Mails nehmen, kann die manipulieren oder einsehen. Und das ist also, was hier beschrieben ist. Diese Gefahr, dass dort Einblick genommen wird oder eventuell auch manipuliert wird, die finden wir hier unten in den letzten Zeilen hier auf dem Bild wieder. Die Techniken der Verschlüsselung werden hier auch im Überblick dargestellt. Es gibt die symmetrische und die asymmetrische Verschlüsselung oder eben eine hybride Form, wo beides enthalten ist. Bei E-Mails wird die Transportverschlüsselung eingesetzt, das heißt eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, wurde ja eben schon gesagt, auf dem Server, da liegen die also dann mal unverschlüsselt vor. Nur was Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, das ist also nicht gefährdet, dass es da eingesehen oder manipuliert wird oder einem was untergeschoben wird. Und auf diesen Servern, wird ja hier auch gesagt, liegt es kurzzeitig unverschlüsselt vor. Am besten verschlüsselt man Ende zu Ende verschlüsselt, das ist ja auch beschrieben. Dafür gibt es auch Beispiele, die ihr wahrscheinlich auch schon genutzt habt. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich die Steuererklärung bei Elster abgebe und da bekomme ich so eine PFX-Datei und das gewährleistet, dass das bei mir verschlüsselt wird. Da wird dann also auch eine Prüfsumme gebildet. Hashwert steht hier an der Stelle. Und dann ist sichergestellt, dass das unverfälscht beim Finanzamt eingeht. Ich bekomme dann auch eine entsprechende Bestätigung. Und das ist also absolut sicher, dieses Verfahren. Ähnliches gibt es da auch beim Online-Banking. Da hat man also auch verschiedene Methoden, die sicherstellen, dass da nur Ende zu Ende kommuniziert wird, wenn wir da eine Überweisung tätigen oder wenn wir unsere Kontoauszüge abholen. Die werden ja nicht an unserer Outlook-Mail geschickt, sondern wir melden uns an und dann können wir da die Mitteilungen der Bank lesen oder Kontoauszüge einsehen. Ihr kennt das sicherlich. Es wird also nie von der Bank etwas an mein E-Mail-Postfach geschickt, von Elster ja genauso wenig, nur die Mitteilung, dass ich in mein Postfach schauen soll bei der Bank bzw. bei Elster, das kann schon mal vorkommen. Aber wenn ihr da aufgefordert werdet, eine PIN oder eine TAN oder irgendwas Vertrauliches einzugeben, das ist mit 100%iger Sicherheit immer von Kriminellen an euch gesendet. Diese drei wichtigen Begriffe Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität, die werden hier nochmal zusammengefasst. Das wiederhole ich hier auch nochmal. Vertraulichkeit heißt, es soll die Nachricht oder die Information nur von denen gelesen werden, für die sie bestimmt ist. Die Authentizität stellt sicher, dass der Absender auch derjenige ist, der er vorgibt. Und dann haben wir hier auf der nächsten Seite die Integrität. Die stellt sicher, dass die Nachricht auf dem Weg vom Absender zum Empfänger nicht verändert wird. Diese drei Dinge werden also nur gewährleistet, wenn eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet. Das wird hier dann bei der BSI-Seite nochmal mit zusätzlichen Informationen vertieft. Will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, könnt ihr selbst machen. Ich gehe jetzt nochmal auf meine Arbeitsmappe ein, die ihr in der Beschreibung des Videos findet. Das, was ich gerade beschrieben habe, findet ihr über diesen Link. Da gibt es hier auch noch etwas über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp. Da seid ihr sicher, was ihr sendet, das wird bis zum Empfänger verschlüsselt sein. Erst wenn der das öffnet, dann wird es also wieder lesbar sein. Aber es gibt andere Probleme bei WhatsApp, die euch daran hindern sollten, das beruflich zu nutzen. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Hier steht nämlich, WhatsApp trackt und gibt Daten weiter. Und da hat sich der Datenschutzbeauftragte in Hamburg darüber Gedanken gemacht und das könnt ihr hier nachlesen. Weitere Informationen zur verschlüsselten Kommunikation mit Signatur findet ihr über diesen Link. Da habe ich also bei Bing gesucht. Könnt ihr also diese Suche, die ich da durchgeführt habe, könnt ihr euch anschauen. Genauso das Verfahren, was also durchaus heute üblich ist. Auch die
Dozententätigkeit, die ich häufig ausführe, da bekomme ich ein mit Adobe Sign unterzeichnetes Dokument und muss das dann auch selbst unterzeichnen. Das ist aber nicht so sicher wie die Banken-App oder Elster, aber das reicht aus, damit das Unternehmen, für das ich dann gelegentlich tätig bin, die nötige Rechtssicherheit hat, dass ich meinen Vertrag auch entsprechend ausführe. Und für mich hat es die Gewissheit, dass ich auch hinterher den Anspruch auf das Honorar habe. Zur Banken-App oder zu Elster oder wie man sich dafür registriert, da findet ihr hier rechts diese Links. Auch ist beschrieben die Online-Ausweisfunktion, die man ja auch einsetzen kann, um sich auszuweisen, beispielsweise im Zusammenhang mit Elster. Hier unten gibt es dann noch den Link zu dem, was ich am Anfang vorführte, wo da der Adelsbrief signiert ist. Falls ihr euch das anschauen wollt, dauert auch ein paar Minuten. Das findet ihr mit Hilfe dieses Links. Zum Schluss noch der Hinweis, wer mit mir Kontakt aufnehmen will, kann das auch über LinkedIn. Der Messenger zu LinkedIn ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Da reagiere ich garantiert drauf. Ich habe aber auch hier noch Mails angegeben. Falls das dann nicht im Spam-Filter landet und von mir übersehen wird, klappt es auch damit. Das sicherste ist aber immer noch, ihr findet ja auch meine Adresse im Impressum, was ja auch ein Merkmal ist. Und wer da handschriftlich an mich was sendet und gibt dann da seine E-Mail-Adresse an, da könnt ihr sicher sein, dass ich darauf auch reagiere. Mit diesem Schlusswort zum Thema Datenschutz und Sicherheit sage ich für heute Tschüss.